Unter anderem haben wir letzte Woche Geburtstag gefeiert. Mein Sohn ist 4 Jahre alt geworden. Ich habe gefunden, was ich essen kann. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Es ist endlich Zeit fürs Abendessen. Ich begrüße euch zu einem neuen Alltagsvlog. Ich dachte, ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit, zeige euch, was aus meinem Alltag, der bisher nicht besonders spannend war, zugegeben. Ich habe den ganzen Morgen und Vormittag gearbeitet. Ich war so ein bisschen im Hyperfokus. Und es ist jetzt aber schon mittags und ich habe so ein paar Dinge, die ich euch erzählen oder zeigen wollte. Unter anderem haben wir letzte Woche Geburtstag gefeiert. Mein Sohn ist 4 Jahre alt geworden und es war sehr aufregend. Wir hatten eine sehr aufregende Woche, viele Geburtstagsfeiern, auch den allerersten richtigen Kindergeburtstag. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen die Geschenke, die er bekommen hat. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Außerdem steht heute für mich auch noch auf dem Plan, ich möchte mir meine Nägel neu machen. Ich hatte jetzt eine Woche ungefähr nichts an Lack drauf. Es tut den Nägeln immer mal wieder ganz gut, auch ein bisschen Pause zu machen und deswegen mache ich das dann auch immer ein paar Tage. Es stört mich aber, ich bin jetzt so gewohnt, dass ich da Farbe drauf habe, da stört es mich, wenn da nichts drauf ist und sie sind mir auch wieder jetzt ein bisschen zu lang geworden und so. Da wollte ich mich auch noch drum kümmern. Eigentlich stand für heute auch auf dem Plan, mich mal wieder um meine Haare zu kümmern. Die müssen nämlich dringend gefärbt werden. Ich habe mal wieder sehr, sehr viele graue Haare, die kommen alle wieder durch und ich mache das so alle paar Monate, aber ich befürchte, dass ich das jetzt heute nicht mehr schaffe. Ja, und sonst ganz normaler Alltag hier heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ihr wisst, einen Daumen nach oben bitte nicht vergessen und jeder Kommentar zählt. Deswegen freue ich mich sehr von euch in den Kommentaren zu hören. Ich kann euch mal zeigen, woran ich den ganzen Vormittag gearbeitet habe. Ich habe ja neben diesem Kanal auch noch einen Bücherkanal, also einen Kanal, in dem es nur um das Lesen und Bücher geht etc. Und habe den angefangen und hatte da im Kopf, dass ich immer in den Videos dann so Bücher-T-Shirts tragen wollte und habe irgendwie nicht so ganz das gefunden, was mir zugesagt hat und gefallen hat und habe mir dann selber was überlegt, habe mir das in einem Copyshop auf T-Shirts drucken lassen und dann wurde ich so oft gefragt, wo sind denn deine Bücher-T-Shirts her, dass ich dann einen Spreadshirt-Shop eröffnet habe, dass diejenigen, die das auch schön finden und Lust drauf haben, sich da halt auch diese T-Shirts kaufen können. Und ich hatte schon seit Ewigkeiten geplant, mich mal wieder um diesen Shop zu kümmern. Ich habe nämlich so viele Ideen für Designs und habe mich da jetzt heute endlich mal dran gesetzt, neue Sachen hochgeladen und erstellt. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ja, das ist halt so eine Arbeit, die mir auch richtig, richtig viel Spaß macht. So sieht das hier aus. Das ist der Shop, heißt noch ein Kapitel, so wie der Bücherkanal auch. Und das hier habe ich neu gemacht, Books and Tea and Candles and Rain. Ja, das sind alles so die neuen Designs. Das hier ist eigentlich ein älteres, aber das habe ich noch mal gemacht in klein. Wir können jetzt hier mal die anderen Sachen, hier sieht man jetzt alle noch mal so, das sind so bisher ja die ich habe. Aber wie gesagt, ich habe noch ganz, ganz viele neue Ideen. Legen wir doch direkt mal mit den Geburtstagsgeschenken los. Von uns gab es dieses Jahr als Hauptgeschenk Playmobil und zwar ein Steinzeit-Playmobil-Set. Das habe ich bei Kleinanzeigen gefunden und habe gedacht, das ist perfekt für ihn, weil er so lange von Thema Steinzeit erzählt hat und er wollte auch immer eine Steinzeit-Party feiern zu seinem Geburtstag. Und das ist auch tatsächlich sehr gut angekommen. Gibt es allerdings nicht mehr neu, sondern nur bei Kleinanzeigen. Aber ja, ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Und da spielt er auch tatsächlich sehr, sehr gerne mit. Dann gab es von uns noch ein Buch, weil es gibt bei uns immer, also ich kann halt keine Gelegenheit verstreichen lassen, wo ich ihm ein neues, schönes Buch schenken kann. Und da haben wir uns für Pippi Langstrumpf feiert Geburtstag entschieden, weil es auch einfach so schön passt. Und es ist so schön. Ich finde diese Illustration hier ja so hübsch und das liest er auch wirklich, also beziehungsweise er lässt es sich sehr, sehr gerne vorlesen. Und ich meine, guckt mal, wie schön das ist. Also das mag er auch tatsächlich sehr gerne. Dann hat er von uns noch ein Fahrradschloss für sein Fahrrad bekommen, weil er vor kurzem unbedingt auch eins haben wollte, weil ich und der Papa, wir haben ja auch ein Schloss für unser Fahrrad. Warum hat er keins für sein Fahrrad? Dann haben wir ihm ein Kinderfahrradschloss besorgt und neue Kopfhörer.
Er hat ganz lange welche gehabt und auch sehr, sehr viel genutzt. Beispielsweise auf längeren Autofahrten hat er immer seine Tonybox dabei und hört dann mit Kopfhörern. Und auch manchmal zum Einschlafen braucht er das irgendwie. Da achte ich dann natürlich drauf, ne, mit dem Kabel und so, dass da nichts passiert, also nur unter Aufsicht. Aber dann hat er, die sind dann kaputt gegangen, seine alten. Er war nicht ganz unschuldig dran. Er hat nämlich Lasso damit gespielt und ja, danach waren sie leider kaputt und er hat sie sehr, sehr vermisst. Und jetzt zum Geburtstag haben wir gesagt, okay, er kriegt jetzt endlich seine neuen Kopfhörer, damit er da auch wieder was hat. Und das sind jetzt welche, die haben schon eine Bluetooth-Funktion, die sind von der Marke iClever. Wir nutzen die, wie gesagt, hauptsächlich für die Tonybox. Deswegen werden die bei uns nur mit Kabel genutzt. Aber ich dachte, für die Zukunft ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die auch schon so eine Funktion haben. Also da hat er sich auch sehr drüber gefreut und hat die ausgepackt und hat sich gefreut und hat gesagt, Mama, mit denen spiele ich nicht mehr Lasso oder die schmeiße ich nicht mehr hin und so. Naja. Außerdem, was er auch geschenkt bekommen hat, ich habe es ja schon mal in einem Video erzählt, schon mal vorgestellt, und zwar den Sami Vorlesebären. Den gab es nicht von uns, sondern von den Großeltern. Und ja, da war auch die Freude sehr, sehr groß. Wir haben jetzt gesagt, okay, er bekommt den jetzt. Es war jetzt ein Starter-Set mit einem Paw Patrol Buch. Ich finde beim besten Willen dieses Paw Patrol Buch gerade nicht. Ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist. Aber wir haben auch wieder neue Bücher aus der Bibliothek dazu ausgeliehen. Das war jetzt halt so der Gedanke dabei. Er hat jetzt ein Buch, das ihm gehört. Und aus der Bibliothek kann man dann immer wieder was Neues ausleihen. Und den nach wie vor liebt er wirklich sehr. Ich finde, das ist einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Teil. Also die Geschenke, die jetzt kommen, das sind alles nicht mehr Geschenke von uns als Eltern, sondern halt auch von anderen Familienmitgliedern. Dann ganz heiß geliebt, oder es war halt ein richtiger Herzenswunsch von ihm, war ein ferngesteuertes Auto. Und er hat dieses hier von Fisher-Price bekommen und ich finde das super, weil das kann er nämlich tatsächlich auch richtig gut lenken, weil das hier diese Pfeile hat zum Lenken. Er hat mal eins gehabt, das aber noch überhaupt nicht für sein Alter war. Das hat er auch irgendwann mal geschenkt bekommen und das ist natürlich auch kaputt gegangen, weil es eben nicht dem Alter entsprechend war. Und das war sehr schade, da war er sehr traurig, aber dieses hier ist einfach ja um Längen besser, weil das auch wirklich jetzt für 3-, 4-jährige Kinder super geeignet ist. Das geht nicht so schnell kaputt und es lässt sich viel leichter lenken. Das liebt er auch wirklich sehr. Und auch ein Herzenswunsch, oder beziehungsweise das war halt eine Idee von uns, wo wir dachten, da hat er mit Sicherheit ganz viel Spaß, sind Walkie-Talkies. Da hinten liegen sie gerade. Das sind diese hier. Er spielt nämlich total gerne. Bei ihm heißt das immer die Polizeispielung. Also er spielt sehr, sehr gerne Polizei. Und Polizisten brauchen natürlich auch ein Funkgerät. Und deswegen haben wir gedacht, Walkie-Talkies sind auf jeden Fall etwas, worüber er sich freuen würde. Und so ist es auch. Also ja, das spielt er immer total gerne hier in der Wohnung und klemmt sich das dann halt entweder hier oben dran, wie so ein richtiger Polizist, oder auch an die Hose. Und ja, richtig, richtig gut. Findet er super. Und dann halt noch so ein paar kleine Sachen. Also ein Toni hat er beispielsweise auch bekommen vom Kleinen König. So ein Wieso, Weshalb, Warum Aktivheft über Dinos und auch so ein Spielauto mit so einem Dino-Anhänger hinten dran. Also er wurde schon sehr, sehr reich beschenkt. Wenn man ihn aber gefragt hat, was wünschst du dir zum Geburtstag, kamen immer nur Süßigkeiten. Und ja, auch da hat er sein Wunsch wurde erfüllt, sagen wir mal so. Er hat Massen an Süßigkeiten geschenkt bekommen und da mussten wir jetzt wirklich erstmal das so ein bisschen verstecken, an die Seite tun. Aber nun gut. Kindergeburtstag war, ich habe schon gesagt, es war super aufregend für ihn und auch für uns. Der Geburtstag selber war super schön. Es war der letzte Tag der Sommerferien für uns. Und das heißt, wir haben auch schöne Dinge unternommen. Wir waren Bötchen fahren im Park und waren frühstücken und dann abends noch Burger essen. Und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und dann wurde natürlich auch in der Kita gefeiert, auch wieder aufregend. Und Kindergeburtstag in einem Indoor-Spielplatz waren wir. Da war er schon mal zu einem anderen Geburtstag eingeladen, der auch dort stattgefunden hat. Und das fand er so toll, dass er das auch gerne wollte. Und dann haben wir ihm diesen Wunsch halt auch erfüllt. Aber ich muss sagen, so schön es war halt für mich halt teilweise auch purer Stress, irgendwie die ganzen Kinder da zu versorgen. Und aber das Positive oder das Gute ist, wenn man
an so einem Indoor-Spielplatz feiert, man muss ja selber eigentlich gar nicht groß für Unterhaltung sorgen. Das machen die Kinder dann schon von alleine. Die waren eigentlich dann auch, nachdem sie Kuchen gegessen haben, die ganze Zeit weg. So richtig weiß ich gerade irgendwie nichts mit mir anzufangen. Ich könnte 1000 Dinge erledigen, aber bin jetzt gerade irgendwie so ein bisschen, weil ich mich so konzentriert habe, bin ich gerade irgendwie so ein bisschen... Vielleicht sollte ich erstmal was trinken und was essen. So ganz finde ich irgendwie gerade nicht das, was ich essen möchte. Ich glaube, ich koche mir gleich noch einen Kaffee. Vorher mache ich mir jetzt aber doch meine Nägel. Ihr habt ja beim letzten Mal hier schon mein ganzes Nagelgedöns gesehen. Ich mache mir wieder die Nägel mit Happy Glam, habe ich schon mehrmals vorgestellt. Ich liebe das Prinzip einfach. Das ist wie eine professionelle Maniküre, die ihr euch zu Hause macht. Das sind LED-Lacke, das heißt, ihr braucht eine LED-Lampe zum Aushärten der Lacke. Absoluter Vorteil für mich ist halt, dass das hält. Ich hatte immer bei handelsüblichen Nagellacken das Problem, dass sie bei mir nie lange gehalten haben. Schon nach einem Tag fing das an zu splittern und ich hatte auch nie die Geduld, das wirklich bis zum Ende trocknen zu lassen und das habe ich mit Happy Glam nicht mehr. Ich habe mittlerweile jede Menge Farben hier. Man kann ein Starter-Set kaufen, da ist eine Farbe dabei und sonst auch alles, was man braucht, wie Basecoat, Topcoat, die Lampe natürlich, ein Buffer, ein Nagelhautschieber, alles, was man einfach braucht. Und natürlich auch Sachen, um das Ganze wieder zu entfernen. Und ich möchte euch aber einmal kurz die Sommerfarben vorstellen. Die sind nämlich ganz neu bei mir eingezogen und die sind so schön. Das sind so richtig schöne sommerliche Farben. Das ist ein Dreier-Set und wir haben hier einmal die Farbe Feeling Grape, Papaya, das ist wie so ein schönes Orange und einmal One in a Melon. Und ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich jetzt nutzen möchte. Ich würde ja auch ganz gerne mal ein bisschen mischen, dass man vielleicht einen Finger, zum Beispiel den Ringfinger, in einer anderen Farbe macht. Und das wird sich hier ja wirklich super anbieten. Ich glaube, ich kombiniere diese beiden, One in a Melon und Papaya, und mache mir dann den Ringfinger mit diesem Orangeton, Papaya. Und wenn ich hiermit fertig bin, kümmere ich mich schon mal um das Abendessen, weil ich das immer ganz gerne mache oder ich probiere das immer, das schon irgendwie so mittags rum zu machen, damit ich dann am Nachmittag oder am Abend, wenn dann der Kleine auch zu Hause ist, irgendwie nicht so in Stress komme und es ist dann angenehmer, weil wir dann halt wirklich den Nachmittag voll zusammen genießen können, ohne dass ich da jetzt noch groß in der Küche stehen und kochen muss oder so. Die erste Hand ist fertig. Ich finde es sehr schön. Es ist sehr sommerlich farbenfroh, wie ich finde. Es gefällt mir. Und ich mache mir jetzt noch ganz in Ruhe die zweite Hand fertig. Danach mache ich mir wirklich mal was zu essen. Habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Und wenn auch ihr Happy Glam testen möchtet, ihr findet wie immer den Link in der Infobox. Und wenn ihr den Code HappyPiaKatrina eingebt, spart ihr ganze 30% auf euren Einkauf. Ich habe gefunden, was ich essen kann. Wir hatten nämlich noch einen Burrata im Kühlschrank und das mit kleinen Kirschtomaten, sau lecker. Ich habe das Ganze einfach mal mitgefilmt. Es kommt nämlich demnächst noch ein Rezeptvideo online und dann nehme ich das einfach mal mit rein. Die Tomaten sind gerade noch kurz im Ofen und dann werde ich es mir gleich schmecken lassen. Ich freue mich riesig. Oh, ich habe Hunger. Ich habe richtig, richtig krassen Hunger. Für heute Abend, ich mache das ja eigentlich ganz selten, dass ich mittags mir so richtig was koche oder so. Ich meine, es ist jetzt auch kein großer Aufwand. Aber für heute Abend, das werde ich gleich anfangen vorzubereiten. Ich habe einmal Lachs aus der Tiefkühltruhe geholt. Der ist übrig geblieben von der Geburtstagsfeier hier zu Hause mit der Familie. Der ist schon gegrillt. Der muss einfach nur auftauen und dann noch mal kurz in der Pfanne ein bisschen aufgebraten werden. Und dazu werde ich Bratkartoffeln machen. Die isst der Kleine nämlich auch total gerne. Also Bratkartoffeln, damit macht man ihm eigentlich immer eine Freude. Deswegen werde ich die gleich anfangen vorzubereiten. Aber erstmal muss ich ganz dringend was essen. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich freue mich.
Es ist endlich Zeit fürs Abendessen. Da ist der Lachs. Den brate ich einmal noch mal kurz ein bisschen auf. Die Bratkartoffeln rüsten wir auch noch mal ein bisschen an. Die sind sehr weich geworden. Fallen ein bisschen auseinander, aber ist nicht schlimm. Schmecken lecker. Der Kleine hat sich noch einen Salat dazu gewünscht. Den knabbert er aber gerade schon neben mir. Ist Hunger? Ja, ne? Oh, ich auch. Wir essen jetzt. An alle Einheiten. Stopp. Noch 10 Minuten Polizeispielung. Dann geht's in die Haie. Gut. Die Kleine schläft seit 7:45 ungefähr. Es kommt selten vor. Er ist beim Vorlesen wieder eingeschlafen, weil der total müde war. Gestern war es nämlich so, er ist auf dem Rückweg von der Kita eingeschlafen im Fahrradsitz. Und ich habe ihn gestern einfach mal schlafen lassen, weil ich wusste, der braucht gerade ganz, ganz dringend Schlaf. Der muss ganz dringend Schlaf aufholen. Und dann hat er gestern 2 Stunden geschlafen gestern Nachmittag und dementsprechend spät hat er gestern geschlafen, aber es ging eigentlich noch. Ich glaube, gestern hat er dann so um 9:45 ungefähr geschlafen, aber heute Morgen war er trotzdem dann wieder um irgendwann kurz nach 7 wach. Von daher war der heute ziemlich müde. Deswegen bin ich sehr erleichtert, dass er jetzt relativ früh eingeschlafen ist, damit das nicht immer so weitergeht. Was ich heute jetzt noch machen werde, ich werde gleich noch ein schönes, entspannendes Fußbad nehmen. Ich habe nämlich herausgefunden, wie angenehm das ist, ein Fußbad. Das werde ich gleich noch machen. Und ich bin auch total im Eimer. Und sonst werde ich einfach nur noch lesen ein bisschen heute Abend. Freue ich mich auch schon total drauf. Ich weise euch noch mal kurz auf Happy Glam hin. Link in der Infobox. Code HappyPiaKatrina, 30% sparen. Schaut euch das doch gerne mal an. Also ich bin nach wie vor, also wie gesagt, ich nutze das seit Monaten, seit Frühjahr und ja, ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Ich liebe es einfach, dass ich jetzt immer schön gemachte Nägel habe. Ich hoffe auch, dieser Alltagsvlog hat euch gefallen. Lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn es wie beim letzten Mal einfach nur ein Hey Pia ist, wie gesagt, ich freue mich da immer sehr, sehr drüber. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Abend und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Autsch.